Griechenland wirbt mit Steuervorteilen für Rentner und Pensionäre, und zwar weltweit, also nicht nur für deutsche Rentner. Und zwar hat Griechenland im vorigen Jahr, im Jahr 2020, eine sogenannte Steuerflatrate entwickelt, entworfen, ja, wie man es nennen will, um ja eigentlich die marode Wirtschaft wieder ein bisschen anzukurbeln und ja den Rentnern eben durch Steuervorteile den Ruhestand zu erleichtern. Ob sich das wirklich lohnt aus steuerlicher Sicht, das schauen wir uns in diesem Video an. Bleiben Sie dran, schauen Sie unbedingt das Video bis zu Ende. Griechenland wirbt mit Steuervorteilen für Rentner und Pensionäre, und zwar weltweit. Griechenland hat für Auswanderer also wirklich überzeugende Argumente zu bieten. Das Land im Südosten Europas hat ein mediterranes Klima, sonnenverwöhnte Inseln, erschwingliche Lebenshaltungskosten und natürlich viel Kultur und Geschichte zu bieten. Griechenland liegt in Südosteuropa und ist ein Mittelmeeranrainerstaat mit zahlreichen Inseln. Ich glaube, es sind über 3000 Inseln, die zu Griechenland gehören. Das Klima ist überwiegend mediterran, das habe ich schon gesagt, mit feucht-milden Wintern und trockenheißen Sommern. Allerdings gibt es auch große klimatische Unterschiede zwischen dem Gebirge und den Küsten. Griechenland ist seit Jahren sowohl Auswanderungsland als auch Ziel von Auswanderern. Ja, und in den letzten 5 Jahren ist die Zahl der deutschen Auswanderer nach Griechenland gestiegen. Wie sieht es jetzt mit der Steuer aus? Griechenland hat nach dem Doppelbesteuerungsabkommen das Recht, die gesetzliche deutsche Rente zu besteuern, wenn man in Griechenland ansässig ist und den größten Teil des Jahres in Griechenland lebt. Also hier muss man diese 183-Tage-Regel beachten. Beamtenpensionen werden weiterhin in Deutschland besteuert. Ganz wichtig, also nur gesetzliche Renten haben den Steuervorteil in Griechenland. Beamtenpensionen werden weiter in Deutschland besteuert. Ja, neuerdings lockt es auch ausländische Rentner mit steuerlichen Vergünstigungen, also generell weltweit. Wer als Rentner seinen Hauptwohnsitz nach Griechenland verlegt, kommt in den Genuss von Steuervorteilen. Er muss auf seine Rente nur 7% Einkommensteuer zahlen, unabhängig von der Höhe der Bezüge. Ja, und interessant ist die Regelung, weil die Flatrate nicht nur auf Renten Anwendung findet. Diese Entscheidung wurde am 29. September 2020 durch die griechische Finanzbehörde veröffentlicht. 7% Einkommensteuer gelten für alle Einkommen aus dem Ausland. Das lohnt sich dann vor allem für Personen, die neben ihrer Rente noch Mieteinnahmen oder Einkünfte aus Kapitalvermögen haben. Die Flatrate soll zunächst für 15 Jahre gelten für alle Rentner und Pensionäre aus dem Ausland. Ja, die Voraussetzungen sind, die Person muss Renteneinkünfte aus dem Ausland beziehen und den steuerlichen Wohnsitz nach Griechenland verlegt haben. Es heißt in dem Gesetzestext, dass in den letzten 5 von 6 vergangenen Jahren vor Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes nach Griechenland derjenige nicht in Griechenland steuerlich ansässig war. Die weitere Voraussetzung ist, der bisherige steuerliche Wohnsitz muss in einem Staat liegen, mit dem ein Abkommen über die administrative Zusammenarbeit im Steuerbereich mit Griechenland in Kraft ist. Das bedeutet, dass die Regelung für deutsche Rentner, die bereits in Griechenland leben, nicht gilt. Schauen wir uns mal das Antragsverfahren an. Also spätestens am 31. März eines jeden Jahres reichen Sie einen Antrag ein, um Ihren steuerlichen Wohnsitz nach Griechenland zu verlegen und der alternativen Art der Besteuerung zu unterliegen. Deutsche Rentner benötigen von der deutschen Rentenversicherung einen Nachweis darüber, dass die Rente nach Griechenland überwiesen wird. Außerdem benötigen sie eine Bescheinigung über den bisherigen steuerlichen Wohnsitz. Wer allerdings eine geringe Rente in Deutschland bezieht, sollte vorher rechnen, ob sich eine Auswanderung allein aus steuerlichen Gründen lohnt. Ja, in Deutschland gibt es nämlich einen Grundfreibetrag. Dieser beträgt für Alleinstehende im Jahr 2021 9.744 € und für Verheiratete 19.488 €. Und diesen Grundfreibetrag gibt es natürlich in Griechenland nicht. Schauen wir uns das mit der Rente an. Die deutsche Rente kann problemlos auf ein Konto in Griechenland überwiesen werden.
Die Überweisungen von Deutschland nach Griechenland dürfen nicht mehr kosten als Inlandsüberweisungen innerhalb von Deutschland. Das hängt damit zusammen, dass Griechenland Teil des SEPA-Raums ist, in dem der bargeldlose Zahlungsverkehr vereinheitlicht wurde. Deshalb ist es auch nicht unbedingt notwendig, ein griechisches Konto zu eröffnen. Schauen wir uns mal die Lebenshaltungskosten ganz kurz an. Also ein Alterssitz am Mittelmeer ist dazu für viele eine verlockende Vorstellung. Die Lebenshaltungskosten sind je nach gewählter Region unterschiedlich, aber dennoch wesentlich günstiger als in Deutschland. Je näher man an beliebte Touristenzentren wohnt, desto teurer wird es. Günstig wird es, wenn man zum Beispiel auf lokalen Märkten einkauft und dort essen geht, wo die Einheimischen auch essen gehen. Wie sieht es mit der Krankenversicherung aus? Griechenland hat als EU-Mitglied ein Sozialversicherungsabkommen mit Deutschland. Deshalb können deutsche Rentner, die in Griechenland leben, weiter Mitglied in der deutschen Krankenversicherung bleiben, wenn sie pflichtversichert sind. Also für freiwillig, gesetzlich und privat Krankenversicherte gelten andere Regelungen. Ja, und wenn Sie jetzt gesetzlich versichert sind, müssen Sie vorher einen Antrag auf Gesundheitsleistungen im Ausland stellen. Dafür gibt es ein spezielles Formular, das bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse erhältlich ist. In der Regel wird dieser Antrag auch eigentlich problemlos bewilligt. Nach der Bewilligung durch die deutsche Krankenkasse können die Rentner dann in Griechenland Ärzte und Krankenhäuser aufsuchen. Sie erhalten dann die Leistungen kostenlos, die auch für gesetzlich Versicherte in Griechenland vorgesehen sind. Eine bessere Qualität in der medizinischen Versorgung hat man allerdings mit einer privaten Krankenversicherung. Apotheken sind in Griechenland wirklich mehr als reichlich vorhanden. Griechische Ärzte können sich dem öffentlichen Gesundheitssystem anschließen oder privat niederlassen. Und privat niedergelassene Ärzte müssen aus eigener Tasche bezahlt werden oder man hat eben eine private Krankenversicherung. Wie sieht es aus mit der Sprache? Die Amtssprache ist Griechisch, aber auch Englisch ist weit verbreitet. Also allein schon aus Respekt ist es empfehlenswert, etwas Griechisch zu lernen. Und Griechischkenntnisse sind zum Knüpfen von sozialen Kontakten mit den Einheimischen wirklich sehr von Vorteil. Schauen wir uns nochmal zusammenfassend die Vorteile auf einen Blick an. Also das Klima mit sehr vielen Sonnenstunden und atemberaubenden Sonnenuntergängen und die Natur sowie die griechische Kultur sind eindeutig Vorteile. Dann die gelassene und lockere Lebenseinstellung der Griechen, die emotional, gesprächig und auch gesellig sind, ist natürlich ein weiterer Vorteil. Lernt man die griechische Sprache, wird man zügig sozialen Anschluss finden, das hatte ich eben schon erwähnt. Die leichte und schmackhafte mediterrane Küche ist zudem köstlich. Die Lebenshaltungskosten, also in den ländlichen Gebieten sind die Lebenshaltungskosten günstiger. Auf den Inseln muss man wieder mehr einplanen wegen der Transportkosten. Und der Durchschnittsverdienst der Griechen ist mit dem der Deutschen nicht vergleichbar. Wenn man jetzt denselben Lebensstil wie in Deutschland leben möchte, dann benötigt man als Rentner so im Monat circa 1.500 Euro. Schauen wir uns noch die Nachteile an. Nachteile, die wirtschaftliche Unsicherheit seit der Einführung des Euros. Dann die alternde Bevölkerung, also Griechenland hat eine ganz niedrige Geburtsrate. Ein weiterer Nachteil ist der zunehmende Strom an flüchtenden Menschen und daraus resultierenden Spannungen mit den Nachbarländern. Und Griechenland ist ein armes, naturnahes, aber freundliches Land. Als EU-Bürger kann man mit seinem Personalausweis oder Reisepass nach Griechenland reisen. Wer länger als 3 Monate in Griechenland leben oder arbeiten möchte, braucht eine Aufenthaltserlaubnis oder Aufenthaltskarte, heißt sie. Diese wird per Antrag beim zuständigen Ausländeramt oder bei der Polizei des Wohnorts angefordert. Also EU-Bürger können ohne Visum bis zu 3 Monate in Griechenland bleiben. Wer länger als 3 Monate bleiben will, muss eben eine Aufenthaltskarte beantragen und dazu benötigt man einen gültigen Reisepass, einen Nachweis der Unterkunft, Einkommen oder eben genügend finanzielle Mittel und eine Krankenversicherung. Nach 5 Jahren kann eine Daueraufenthaltskarte beantragt werden.
Ja, die beliebtesten Regionen in Griechenland sind vor allem Kreta, Korfu, Kos, Mykonos, Rhodos oder Santorin. Das war jetzt mal ein grober und kurzer zusammenfassender Überblick über Griechenland. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt mal ein kurzes Video, also wirklich ein sehr kurzes Video über Griechenland. Wer den Wunsch hat, nach Griechenland auszuwandern, der muss sich natürlich intensiver mit dem Thema beschäftigen, egal ob jetzt Krankenversicherung oder welches Reiseziel, also welcher Ort sein soll und so weiter. Also aus steuerlicher Sicht lohnt es sich nicht unbedingt für deutsche Rentner, weil ja dieser Grundfreibetrag entfällt. Und ja, auch wenn die Renten jetzt in Deutschland schon mächtig besteuert werden, kann es unter Umständen sein, dass man, wenn man nach Griechenland auswandert, steuerliche Nachteile hat. Aber was überwiegt, schauen wir uns noch mal kurz die Vorteile an. Also dieses angenehme Klima, die Mentalität der Griechen, dieses gesellige, dieses stressfreie Leben, ja, das überwiegt eigentlich und wäre eigentlich aus meiner Sicht eher ein Pluspunkt, nach Griechenland auszuwandern, als jetzt der steuerliche Aspekt. Aber gut, wir haben jetzt alles nochmal auf einen Blick zusammengefasst. Und wenn Sie den Wunsch haben, nach Griechenland auszuwandern, beschäftigen Sie sich vor allen Dingen mit einer vernünftigen Krankenversicherung. Das ist jetzt mein persönlicher Tipp, weil das ist ganz, ganz wichtig, damit Sie auch vernünftig versorgt werden. Ja, wenn Sie weitere Themen wünschen, dann schreiben Sie es unten hier in die Kommentare. Also dieses Video ist auch auf Wunsch eines Zuschauers entstanden. Und ich bin gerne bereit, auf Ihre Wünsche einzugehen. Bis zum nächsten Dienstag. Alles Gute wünscht Ihnen Jutta Martin.